Da ist ein Ökostromanbieter, der dir die stündlichen Strompreise von der Börse einfach so weitergibt. In meinem ersten Monat habe ich statt 166 € nur 90 € zahlen müssen als vierköpfige Familie mit einem E-Auto. Aber die Kosten sind nur ein Teil dieser Geschichte. Mit deren App habe ich jetzt das erste Mal die Möglichkeit, meinen Verbrauch an die Stromerzeugung anzupassen und damit durch mein Verhalten Kohlekraftwerke aus dem Netz zu drängen. Das könnte also der Stromanbieter werden für uns klimabewegte Nerds. Und für alle Schwaben, weil alle Schwaben gerne sparen, weißt du? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber um ehrlich zu sein, hat mich noch nie ein Stromanbieter begeistert. Aber dank Dr. Watson wurde ich auf Tibber aufmerksam, mit denen ich mich jetzt monatelang beschäftigt habe, um genau zu verstehen, wie ein dynamischer Stromtarif funktioniert. Nach all meiner Recherche glaube ich, dass deren Geschäftsmodell ein großes Problem der Energiewende deutlich verkleinern könnte. Die Kosten durch den Bedarf an Speicher. Ich glaube nämlich, dass wir weniger Stromspeicher brauchen werden, je mehr Menschen dynamische Stromtarife nutzen. Und dadurch wird der Strompreis für uns alle günstiger. Wir überlegen gleich mal zusammen, warum das so ist, aber vorher melde ich mich bei Tibber an. Wenn dich mein Erfahrungsbericht nicht interessiert, du aber trotzdem verstehen willst, warum ich dieses Stromliefermodell für wichtig halte, kannst du hier unten einfach zum nächsten Kapitel springen. Wir sind gerade umgezogen und da dachte ich mir, komm, lass einmal die Energieversorgung von dem Haus ordentlich aufsetzen. Und als Kernstück sehe ich da den Stromanbieter Tibber. Cedric vom YouTube-Kanal Dr. Watson, den ich mir sehr gern anschaue, liebe Grüße an der Stelle, macht immer wieder mal Werbung für Tibber. So wurde ich darauf aufmerksam und habe mich dann durch deren Website gewühlt, Erfahrungsberichte gelesen und kam zu dem Entschluss, das probieren wir mal aus. Dieses Video hier ist übrigens nicht gesponsert, wie du bestimmt auch gleich merken wirst. Am 8. Januar melde ich mich also spät abends auf deren Website an. Die nächsten 4 Wochen gab es einige Mails zwischen Tibber, meinem Netzbetreiber und mir. Offenbar waren die Prozesse von Tibber darauf ausgelegt, einen bestehenden Vertrag zwischen dem Netzbetreiber und mir zu kündigen, bevor Tibber dann einen neuen Vertrag mit mir startet. Und da wir erst in dieses Haus hingezogen sind, gab es einfach noch keinen Vertrag zu kündigen. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte dann der Netzbetreiber meinen Stromzähler nicht finden, aber dann irgendwie doch. Und die Tibber-App hat während all dem auch nicht wirklich geholfen. In meiner Tibber-App steht, da ist etwas schiefgelaufen. Und wenn ich da drauf tippe, heißt es, bitte kontaktiere uns doch. Wenn ich das machen will, kommt einfach nur eine Fehlermeldung. Nach 5,5 Wochen geht's dann aber endlich los. Am 14. Februar bekomme ich meinen Strom von Tibber. Ob dann am 14. alles smooth abläuft, schauen wir uns gleich noch an. Bis hierhin habe ich den Eindruck, deren App ist zwar ziemlich schick und will auch viel bieten, hakt aber hier und da noch so ein bisschen. Insgesamt denke ich mir aber, wenn es dann mal läuft, dann ist ja alles gut. Ich glaube, dynamische Stromtarife sind die Zukunft. Gehen wir mal kurz die Basics durch. Für ein stabiles Stromnetz brauchen wir immer gleich viel Stromangebot von der einen Seite und Stromverbrauch auf der anderen Seite. Und das zu jeder Zeit. Leitungen speichern keinen Strom, können also nichts abpuffern. Ich möchte mein ganzes Argument kurz in vereinfachten Extremen erklären. Ich sage das nur dazu, damit die Fachleute unter euch nicht gleich Schnappatmung bekommen bei dem, was ich sage. So funktioniert der Oldschool-Strommarkt. Wenn du nachts um 3 Uhr aufstehst und den kleinen Hebel am Toaster runterdrückst, um dir ein knuspriges Palmöl-Schokocreme-Weißbrot zu schmieren, möchtest du dir währenddessen ja keine Gedanken machen müssen, ob du damit einen Blackout in der halben Stadt auslöst. Deswegen dreht am anderen Ende deines Toasterkabels jemand, sagen wir Helena, den Gashahn in einem Gaskraftwerk auf und passt somit die Stromerzeugung an deinen nächtlichen Heißhunger an. Vielleicht hat sich Helena sogar schon den Wecker für dich gestellt. Im Oldschool-Strommarkt gibt also der Stromverbrauch, du, den Takt an und die Erzeugung passt sich daran an. Das funktioniert auch ziemlich gut, weil man Gas, Öl und Kohle gut lagern kann. Man verbrennt das Stück Kohle halt einfach nur dann, wenn der Strom gerade gebraucht wird. Über momentane Reserve sprechen wir hier noch gar nicht. Blöd ist nur diese ganze Klimageschichte mit Kohle, Öl und Gas, dass es halt immer heißer und lebensfeindlicher wird, je mehr wir davon anzünden. Abgesehen davon, dass ich deren Abgase auch sonst nicht in meiner Lunge haben will. Wir wollen also weg von fossilen Energieträgern, was übrigens auch keine grüne Ideologie ist, sondern einfach eine beschlossene Abmachung der allermeisten Länder der Welt. Also sowas wie eine Gruppenarbeit. Wie sieht es jetzt also im New School Strommarkt aus? Offensichtlich richten sich Wind und Sonne nicht nach unseren Nutella-Toast-Cravings. Gut Wasser kann man in Staubecken zurückhalten und dann nachts um 3 Uhr durch die Turbine schicken, wenn du den Toaster anwirfst. Und auch Biogas kann man gut zwischenlagern. Der größte Teil des Stroms kommt aber nun mal von Wind und Sonne. Und die sind wetterbedingt halt mal stärker und mal schwächer. Wir haben da aus meiner Sicht 3 Möglichkeiten. Und um die zu erklären, muss ich das irgendwie aufzeichnen. Die grüne Linie ist unsere Stromerzeugung, die, wie gesagt, wetterbedingt nie gleich ist. Mal kommt viel Energie, mal kommt weniger viel. Die rote Linie ist unser Stromverbrauch. Nochmal zur Erinnerung, beides muss zu jeder Zeit gleich hoch sein. Was können wir jetzt tun, wenn wir uns einen Nussbli-Toast machen wollen, wenn gerade wenig Wind weht?
Möglichkeit 1. Wir bauen einfach so viele Ökostromanlagen auf, dass selbst in der schlimmsten Flaute noch genug Strom für unseren Toaster übrig bleibt. Meistens hätten wir dann aber viel zu viel Strom am Netz und müssten dann einfach die Anlagen vom Netz nehmen oder Windräder aus dem Wind stellen. Das wäre also ziemlich verschwenderisch, teuer und ist vor allem auch unnötig, denn es gibt ja Möglichkeiten, Strom zu speichern. Möglichkeit 2. Wir speichern einfach so viel Strom wie möglich in Akkus, Pumpspeicherkraftwerken, chemischen Speichern und so weiter, sodass immer genug Strom auf Halde ist, wenn leider fallen auch Akkupacks nicht einfach vom Himmel oder eher glücklicherweise. Die kosten also auch Ressourcen, Geld und Platz. Und das bringt mich zu Möglichkeit 3. Die Flexibilisierung der Verbraucher. Wir könnten ja auch einfach versuchen, möglichst viel von unserem Strombedarf dann zu verbrauchen, wenn gerade viel Stromangebot am Netz ansteht. Das kostet uns erstmal nichts oder zumindest sehr viel weniger als Möglichkeiten 1 und 2. Und zusammengefasst heißt das, je mehr Strom wir dann verbrauchen, wenn er gerade sowieso da ist, wegen Sonne und Wind, desto weniger Anlagen und Speicher müssen wir bauen. Noch konkreter heißt das, wir sparen uns damit Geld und der Strompreis wird für uns alle günstiger. Dass das natürlich bei den größten Verbrauchern wie zum Beispiel der Industrie den größten Hebel hat, ist sowieso klar. Aber hey, ich will da auch mitmachen. Außerdem will ich auch mein Geld sparen, wenn ich meine Waschmaschine dann anschalte, wenn der Strom gerade am günstigsten ist, weil er im Überschuss vorhanden ist. Oder weil ich das Auto halt einen Tag früher lade, weil ich weiß, dass morgen weniger Sonne da sein wird. Mir geht es da einfach um Selbstwirksamkeit. Auch ich als kleiner Patrick will meine Verantwortung übernehmen und dann aber auch davon profitieren, wenn ich mein Verhalten anpasse. Ich finde es super, dass solche Möglichkeiten eben nicht nur den großen Industrieriesen gegeben werden. Außerdem, nachts um 3 ist der Strom meistens am günstigsten. Und dieses kleine Teil hier ermöglicht genau das. Ich bekomme den Börsenstrompreis und kann Geld sparen, wenn ich mich netzdienlich verhalte, also meinen Verbrauch an die Erzeugung anpasse. Tipper muss nur irgendwie an diese stündlichen Verbrauchsdaten rankommen und da kommt dieses Teil hier als Schnittstelle auf meinen Stromzähler drauf und sendet dann meine Verbrauchsdaten stündlich an Tipper. Je nachdem, was du für einen Stromzähler zu Hause hast, kann es auch sein, dass du den Puls gar nicht brauchst. Laut der Website gibt es 3 verschiedene Zählerarten. Den Smart Meter, dann brauchst du kein extra Gerät dafür. Einen digitalen Zähler, wie ich. Hier brauchst du für ungefähr 100 € den Tipper Pulse. Wenn du aber noch so einen analogen Zähler hast, also mit so einer Drehscheibe, dann hast du einfach Pech gehabt. Du kannst zwar trotzdem Tipperkunde werden, sagen sie, aber der Vorteil mit dieser stündlich genauen Abrechnung, was ja der große Vorteil davon ist, der ist dann natürlich nicht mehr möglich. Ich habe Post bekommen. Wenn man das aufmacht, wird man direkt begrüßt von dem kleinen Gerät. Hallo, bevor wir loslegen, halte bitte folgende Dinge parat. Die heruntergeladene Tipper-App, klar, Wi-Fi-Passwort und einen 4-stelligen Code von deinem Messstellenbetreiber zur Freischaltung des Infoports deines digitalen Stromzählers. Wer ist mein Messstellenbetreiber überhaupt? Kennt ihr euren Messstellenbetreiber? Und ich dachte, wir stöpseln das da jetzt einfach dran und gut ist. So einfach wird es nicht werden. Messstellenbetreiber. Mein Messstellenbetreiber ist recht schnell gefunden. Oh, die Städtischen Werke. Nach einem kurzen Telefonat und einem E-Mail-Austausch habe ich dann auch schon meinen 4-stelligen PIN. Das wird leider das Einzige bleiben, was hier einfach funktioniert. Ich möchte euch meine volle Leidensgeschichte jetzt hier nicht antun, dann wäre das Video auch 2 Stunden länger und deutlich weniger unterhaltsam. Damit ihr aber trotzdem grob versteht, was passiert ist, hier mein stark gekürzter Bericht, bevor wir dann drüber sprechen, ob es sich für mich trotzdem gelohnt hat oder eben nicht. Ich beginne um 13:21 Uhr, indem ich mir in der Tipper-App das Pulse Power-Up installiere. Check. Dann verbinde ich zum ersten Mal die Bridge und hole sie ins WLAN. Die Bridge ist sozusagen das Bindeglied zwischen dem Puls und deinem Heimnetzwerk. Und die Bridge möchte sich erstmal ein paar Updates holen. Doch das wird zum Problem. Ich wische aus Versehen die Fortschrittsanzeige weg und finde keinen Weg mehr zu sehen, wie das Update vorangeht. Nachdem auch nach einiger Zeit noch keine Firmware-Version in der App zu sehen war, entschließe ich mich dann doch, die Bridge zu trennen und neu zu installieren. In der Hoffnung, dass ich das Teil jetzt nicht bricke, also unbrauchbar mache. Vielleicht würde ich mir einiges an Ärger ersparen, wenn ich hier noch etwas mehr Geduld aufbringen würde. Ich trenne und verbinde die Bridge nämlich über die nächsten 1,5 Stunden noch 5-mal. Kennt ihr das, wenn ihr nur kurz was installieren wollt und aus diesem nur kurz wird dann irgendwie ein Startsakt? Erst im Keller und weil mir das dann irgendwann so ungemütlich wurde, im Studio, bevor dann plötzlich in der App eine neue Meldung kommt. Moment. Deine Bridge ist jetzt live? Zeit, deinen Pulse zu verbinden. Das ist neu. Endlich. Aber auch da bekomme ich erstmal nur Fehlermeldungen. Wir konnten deinen Pulse nicht finden, verdammt. Ah, Mann, das ist so nervig. Also nochmal.
dann denke ich tatsächlich, dass ich es geschafft hätte. Yes, dein Puls ist verbunden. Na endlich. Dann kann ich ja jetzt wieder in den Keller gehen. Dort müssen wir jetzt nämlich noch dem Stromzähler erlauben, diese Infos über den Port rauszugeben. Dafür brauchen wir den 4-stelligen PIN, den wir vorher von unserem Messstellenbetreiber bekommen haben. Da der Stromzähler ja keine Knöpfe hat, gibt man den Code per Blinksignale mit einer Taschenlampe ein. Und das klappt überraschenderweise echt gut. Danach kann ich den Puls per Magnet an den Stromzähler hängen und nach nur noch einem weiteren Mal Bridge und Puls trennen und neu verbinden, und einmal App aufhängen, läuft dann alles und ich sehe live meinen Stromverbrauch in der Tipper-App. Jetzt hab ich live historische Daten. Cool. Das waren über 2,5 Stunden, in denen ich mich auch ein bisschen geärgert habe, das gebe ich zu. Oh Mann. Sehr, sehr ungeil. Aber ich glaube, dass ich da einfach Pech hatte. Zu meinem Fazit komme ich ja gleich noch, also ob ich finde, dass es das wert war. Aber wenn ich jetzt den Wasserkocher anschalte, kann ich das praktisch sofort in der App sehen. Und genau dieser Zugang zu den Daten, meinem Verbrauch und den Kosten, das verändert meinen Alltag. Wir kommen gleich dazu, wie stark wir uns jetzt im Alltag der Strombörse anpassen und wie viel Geld wir uns damit sparen. Vorher habe ich mir Tibber aber noch etwas genauer angeschaut und auch ein paar Fragen an deren Presseabteilung geschickt. Also erstmal das Wichtigste. Tibber schreibt, sie liefern 100% Ökostrom und belegen das auch mit Herkunftsnachweisen. Hier seht ihr die Energiezusammensetzung für Tibber in Deutschland. Eine Sache, die mir wirklich gut gefällt, ist deren Geschäftsmodell, also wie sie Geld verdienen. Tibber sagt, sie würden kein Geld am Strom selbst verdienen, sondern wirklich die Einkaufspreise 1:1 weitergeben. Sie verdienen ihr Geld also nur über die monatliche Grundgebühr und den Verkauf der Geräte. Mir gefällt das deshalb so gut, weil Tibber damit keinen finanziellen Anreiz hat, mir mehr Energie zu liefern, sondern sich ehrlich für das Einsparen von Energie einsetzen kann. Ein konventioneller Stromanbieter kommt da schon mal in einen Interessenskonflikt, wenn er eigentlich Energieeinsparung bewerben möchte, aber seinen eigenen Gewinn damit schmälert. Eine Frage, die mich seit einer Weile beschäftigt, ist, wie smart sind die Power-Ups? Auf deren Website wirkt das auf mich etwas schwammig und undurchsichtig. Deswegen habe ich auch hier mal nachgefragt. Folgende Unterscheidung habe ich festgestellt. Es gibt Power-Ups, die auch ich als smart bezeichnen würde, also solche, bei denen der Tibber-Algorithmus Aktionen ausführt. Und dann gibt es Power-Ups, die bringen eigentlich nur die Daten in die Tibber-App rein, also ohne dass die Tibber-App hier aktiv wird. Beispielsweise die Wallboxen für E-Autos. Die sind wirklich smart. Man sagt also nur, ich möchte, dass das Auto morgens voll ist und der Tibber-Algorithmus entscheidet dann selbst, zu welchen Zeiten es günstig ist zu laden. Ich muss also aktiv nichts entscheiden. Das gleiche hätte ich auch gerne für ein paar Geräte im Haus. Zum Beispiel spielt es ja keine Rolle, wann der Akku von meinem Staubsaugerroboter geladen wird. Da wäre es natürlich smart, wenn das dann passiert, wenn der Strom gerade günstig ist, also ein Stromüberschuss im Markt ist. Es gibt zwar Power-Ups im Tibber Store für Wi-Fi-Steckerleisten, aber die zeigen meistens halt nur den Verbrauch an. Ich verstehe schon, dass das ein bisschen schwieriger ist im Vergleich zu einer Wallbox, weil eine Wallbox, glaube ich, vom Auto auch auslesen kann, wie groß die Akkukapazität ist, wie viel schon drin ist und demnach, wie viel Strom noch reinpasst. Bei einer normalen Steckdose geht das natürlich nicht. Aber vielleicht kann ich mir da irgendeine Bastlerlösung mit der Tibber API und Wi-Fi-Steckdosen bauen oder so. Sagt mal bitte in den Kommentaren, ob ihr da schon Erfahrungen habt. Alles schön und gut, denkst du dir jetzt vielleicht, aber was ist, wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach haben will oder schon eine habe und die halt nutzen möchte? Ich will auch eine PV-Anlage auf unserem Dach haben und deswegen informiere ich mich da auch gerade. Da gibt es ein paar Dinge, die man wissen muss. Erstens, wenn du mehr Strom generierst, als du verbrauchst oder speicherst, dann verkaufst du den Strom ganz normal an deinen Netzbetreiber. Das ist also schon mal unabhängig von Tibber. Zweitens, Autoladen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es ziemlich cool ist, seine Wallbox mit Tibber zu verbinden, weil Tibber dann möglichst günstig dein Auto auflädt. Das geht auch jetzt noch. Und wenn du einen von diesen Tibber-kompatiblen Wechselrichtern hast, dann bezieht der Tibber-Algorithmus den PV-Strom und die eigenen Preise mit in die Kalkulation ein. Wie das dann genau funktioniert, finde ich noch raus, wenn es bei mir dann soweit ist. Aber das klingt schon mal ziemlich smart. Und dann kam mir noch folgender Gedanke. Wird durch Tibber eine eigene PV-Anlage nicht unattraktiver? Und die Antwort ist ja. Wir machen gleich noch einen richtigen Kassensturz, aber so viel schon mal. Bisher war selbst die teuerste Kilowattstunde, die ich bezahlt habe, immer noch günstiger als bei anderen Anbietern. Wenn ich jetzt sowieso schon vergleichsweise wenig für meinen Strom bezahle, spare ich ja mit einer eigenen PV-Anlage im Verhältnis nicht ganz so viel Geld, als wenn ich für den Strom, den ich jetzt ersetze, viel mehr bezahlen würde. Es kann also gut sein, dass meine Amortisationszeit hier etwas länger sein wird. In Absolutzahlen spare ich aber dafür doppelt, also sowohl beim Einkauf als auch dann bei den ersetzten Kosten. Mir ist die Amortisationszeit aber ehrlich gesagt sowieso nicht so wichtig. Ich finde es einfach sinnvoll, die Sonnenstrahlen zu nutzen, die sowieso auf unserem Dach ankommen und damit Watt für Watt fossile Energieträger aus dem Markt zu drängen. Und ob sich das jetzt in 10 oder 20 Jahren lohnt, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich denke mal nicht, dass ich draufzahlen muss. Und dann ist das schon ziemlich cool, wenn man darüber nachdenkt, dass man eine PV-Anlage über die Laufzeit gesehen kostenlos bekommt. Und wenn es hier konkret wird, kann ich euch ja auf dem Laufenden halten, falls euch das interessiert. Kassensturz.
Die Tipper API, falls du nicht weißt, was eine API ist, das ist so eine Art Datenschnittstelle, wo ein Computer bei einem anderen anfragen kann und sich Daten schicken lassen kann, auswerten lassen kann. Und die Tipper API, die stellt darüber einige Daten zur Verfügung. Tipper selbst gibt auch noch so ein Google Sheet, sowas wie Excel, nur halt in der Cloud, die direkt diese API anzapfen kann und sich diese Daten ziehen kann. Und das habe ich gemacht, habe die Daten in einen Google Sheet übertragen und von da aus in Apple Numbers, weil ich mich damit ein bisschen besser auskenne. Das heißt, wir haben jetzt hier eine fette Tabelle mit allen stündlichen Verbräuchen über den ganzen Monat. Diese Daten habe ich dann genommen und einfach zusammengerechnet, um herauszufinden, wie viel habe ich denn jetzt verbraucht in dem ganzen Monat. Und das sind 353,38 Kilowattstunden. Und habe mir dann noch addiert, wie viel Kosten hat das Ganze denn jetzt verursacht. Und das waren 85,62 € für den Verbrauch plus die Grundgebühr von 5,99 €, macht dann Gesamtkosten von 91,25 €. Mit diesem Verbrauch, den ich ja hatte für den ganzen Monat, kann ich mir jetzt auch ausrechnen, wie viel hätte ich denn bezahlt, wenn ich bei einem anderen Stromanbieter gewesen wäre. Und dafür habe ich 2 verschiedene Stromanbieter genommen zum Vergleich. Zum einen die Stadtwerke, weil ich grundsätzlich immer der Meinung war, Stadtwerke würde ich bevorzugen, weil ich das gerne unterstützen würde, dass es lokal ist. Auch weil die oft in der Region einiges tun, was der Region hilft, also irgendwie bei Festivitäten aushelfen und so weiter. Also grundsätzlich unterstützenswert, deswegen wollte ich es damit vergleichen, vor allem mit dem Ökostromtarif logischerweise. Und dann habe ich noch auf Check24 nach dem günstigsten Anbieter dort geschaut, was auch ein Ökostromanbieter ist. Das ist Grünwelt Energie und habe auch damit mal die Kosten verglichen. Bei meinen Stadtwerken würde ich bezahlen 43,93 Cent pro Kilowattstunde und hätte eine Grundgebühr von 11,14 € pro Monat. Wenn ich das jetzt zusammenrechne, käme ich auf 166,38 €. Bei Grünwelt Energie hätte ich einen Strompreis von 25,58 Cent pro Kilowattstunde, aber eine ziemlich hohe Grundgebühr von 34,56 € pro Monat, was dann Gesamtkosten im Monat für mich, für diesen Monat, von 124,95 € ausmachen würde. Nochmal zum Vergleich, bei Tipper habe ich 91,25 € bezahlt. Jetzt ist natürlich interessant, inwieweit konnten wir unser Verhalten an die Strombörse anpassen und konnten wir damit unseren Stromverbrauch ein Stück weit drücken. Und deswegen habe ich mir jetzt alle Stromkosten auf dieser roten Linie hier pro Stunde anzeigen lassen und unseren Stromverbrauch in diesem blauen Balken hier unten. Man sieht ganz gut, dass an den meisten Tagen, nicht an allen, aber an den meisten, so eine kamelförmige Strompreiskurve entsteht. Nachts ist es sehr günstig und morgens um 6, 7, 8 Uhr wird es dann teurer. Wenn die Leute morgens aufstehen, sich einen Kaffee machen, einen Tee machen, dann wird es teurer. Mittags rum wird es dann meistens ziemlich günstig und abends wird es dann nochmal teuer, wenn die Leute heimkommen, für ihre Familien kochen, vielleicht den Fernseher anschmeißen und ein bisschen Netflix schauen und dann gegen abends, wenn die Leute ins Bett gehen, wird es wieder günstiger. So sind die meisten Tage und auch bei uns sieht man an vielen Tagen dieses kamelförmige Verhalten. Und natürlich stehen auch wir morgens auf und machen uns einen Tee und abends kochen wir auch für unsere Familie und so haben wir natürlich auch da die teureren Strompreise mit bezahlt, aber an manchen Tagen können wir dann auch günstigere Strompreise nutzen. Man sieht hier zum Beispiel, das muss um nachts 3, 4 Uhr gewesen sein, wo ein günstiger Preis ist und wir haben einen höheren Verbrauch. Ich glaube, an dem Tag habe ich Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine auf nachts gelegt und deswegen haben wir hier einen größeren Ausschlag. Hier drüben, da ist ein fetter Balken, der hoch ist. Das ist das E-Auto. Sobald ich das anstecke, verzerrt es mir natürlich die komplette Darstellung. Das war ganz gut. Wir sind zwar eingestiegen zu einem noch höheren Preis, aber am Ende waren wir dann unter 20 Cent. Das heißt, diese Autoladung war relativ günstig und vor allem viel, viel günstiger als an den öffentlichen Ladesäulen, die ich sonst immer bezahlt habe, bevor wir zu Hause laden konnten. Hier sehen wir, da wird es richtig cool. Da war 3 Tage in Folge ziemlich viel Wind und viel Sonne. Ich war ganz schnell an der Steckdose und habe mein Auto angesteckt, um diesen günstigen Strom gleich in unseren Akku zu packen. Das ist natürlich ein cooles Gefühl, wenn du dann für unter 20 Cent dein Auto volllädst oder hier sogar 16,62 Cent. Da kommt der Schwab in mir schon raus. Gelingt aber nicht an allen Tagen, weil hier haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr für unseren Strom bezahlt. Aber insgesamt ist das schon echt in Ordnung. Also ich bin echt sehr zufrieden mit meinem ersten Monat bei Tipper. Wir haben vorher in unserer Wohnung ohne E-Auto mehr bezahlt als jetzt im Haus mit E-Auto. Und das ist schon ziemlich cool. Für wen ist das jetzt? Ich denke für 3 Arten von Menschen. Erstens, die sich gerne mit Haustechnik, Smart Home und ihrem Energieverbrauch beschäftigen. Zweitens, die gerne in ihrem Alltag Verantwortung übernehmen wollen und die Energiewende vorantreiben möchten. Und drittens, Schwaben. Also die Schwaben in uns allen, ne? Also die gerne weniger für ihren Strom bezahlen möchten.
Für Menschen mit E-Auto und Wallbox oder welche, die eine Wärmepumpe besitzen, lohnt sich vermutlich am allermeisten. Also die große Verbraucher haben, bei denen der Verbrauch sich schon mal zeitlich günstig verschieben lässt. Wenn Tibber jetzt noch an der Stabilität ihrer App arbeitet, sehe ich eigentlich nur noch 2 Nachteile bei diesem Strompreismodell. Erstens, jeder Monat kostet anders und damit muss man halt einfach umgehen können. Und zweitens, weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung oder gar Energieerzeugung, wie eine PV-Anlage, können weniger attraktiv wirken, weil die monatlichen Kosten ja ohnehin schon günstiger sind. Für mich geht es jetzt als nächstes weiter mit einer Wallbox, die bei uns installiert wird. Damit kann der Tibber-Algorithmus dann selbst entscheiden, wann eine kluge Zeit zum Laden ist. Parallel lasse ich mir gerade Angebote erstellen für eine PV-Anlage. Ich möchte einfach auch dieses Wunder von Sonnenenergie nutzen können, was da Tag für Tag durchs Weltall auf mein Hausdach geworfen wird. Und zu guter Letzt überlege ich mir noch, ob ich selbst irgendwelche smarten Mechanismen bauen kann, um weitere Verbraucher automatisiert zeitlich optimiert zu steuern. Also einen Staubsaugerroboter zum Beispiel, einen Kühlschrank oder auch den Akku von unserem E-Roller. Mit der Tibber API sollte sich ja da irgendwas bauen lassen, denke ich. Also falls da schon mal jemand Erfahrungen hat, meldet euch gern bei mir. Ich glaube, dynamische Stromanbieter wie Tibber sind die Zukunft. Wenn wir mehr und mehr Verbraucher flexibel an das Stromangebot von Ökostrom anpassen können, erreichen wir schneller Null Emissionen in unserem Stromnetz. Und das begeistert mich. Wenn ich dann noch nebenbei Kosten sparen kann, gibt es wirklich keinen Grund mehr für mich, dann nicht mitzumachen. Nochmal Patrick aus der Zukunft hier. Ich bin gerade am Schneiden von dem Video so gut wie fertig und sehe plötzlich diesen Beitrag vom ZDF. Könnten wir neben dem CO2-Ausstoß auch gleich noch Kosten sparen, wäre es noch attraktiver, Strom clever zu verbrauchen. So einen dynamischen Stromtarif, der Strom günstig macht, wenn es windig und sonnig ist, müssen ab 2025 alle Stromlieferanten verpflichtend anbieten. Es wird also Zukunft. Ob die das dann alle so machen wie Tibber, mal sehen. Aber dynamische Stromanbieter wird es dann von jedem Stromanbieter geben. Cool. Und jetzt weiter im Video. Ein Problem bleibt allerdings bestehen und das ist die Kapazität der Netze. Wir müssen ja den Strom irgendwie von der Quelle zum Verbraucher bringen. Und je kürzer dieser Weg ist, desto weniger Stromtrassen müssen wir bauen. Den kürzesten Weg habe ich in Paderborn gesehen, wo eine Firma Rechenzentren in Windtürme einbaut. Auf dieser Überwachungskamera siehst du, wie ich eine Drohne durch eine viel zu enge Tür in diesen Windturm reinfliege. Da wurde ich dann doch ein bisschen nervös. Klick hier, um zu sehen, ob mir diese Aufnahme geglückt ist. Tschüssi!